Amen. Amen. Does anybody have any questions on what we've been discussing so far? Hat irgendjemand eine Frage über das, was wir bis jetzt besprochen haben? On any issue of what we've discussed? Irgendein Thema, was wir bis jetzt besprochen haben? Except Außer Revelation 14, verse 9. Offenbarung 14, Vers 9. Wolfgang? The same object lesson for the disciples, or for whom was it the object lesson? Also die Frage war, die Hochzeit von Kanaan, für wen war diese Lektion oder dieser Unterricht? War es für die Jünger auch? Yeah, because Jesus had a rude speaking to his mother. Denn Jesus hat sich eigentlich ziemlich ärgerlich seiner Mutter gegenüber geäußert. So there are many things that are going on in that wedding. Also viel passiert an dieser Hochzeit. So I guess you're asking, what is the theme, or what is the overarching lesson that we're supposed to learn from that parable? Und ich glaube, was du fragst, ist, was ist die Lektion, die wir aus diesem Gleichnis lernen sollen? Let's count how many groups there are. Lasst uns zählen, wie viele Gruppen es da gibt. There's the mother, Da gibt es die Mutter, the servants, die Diener, the disciples, die Jünger, the general guests, die generellen Gäste, husband and wife, Frau und Mann and I don't know what to call it, the organizer or the boss of the wedding. und dann der Organisator oder der Boss der Hochzeit. So at least 6 groups there, Also es sind mindestens 6 Gruppen da and each of them has some kind of impact or interaction. und jeder von ihnen hat irgendwie eine Auswirkung oder tut da mitarbeiten. Why did you bring this one up for, if I could ask? Warum hast du dieses Gleichnis aufgebracht oder erwähnt? I see the same behavior of Jesus. Weil ich das gleiche Verhalten How von he Jesus acts. sehe, wie er Humanly not kind. menschlich nicht nett sich verhält. Where do you see his unkindness? We're in John chapter 2. Wir sind in Johannes Kapitel 2. Wo sehen wir seine Unfreundlichkeit? Is that in verse 4 you see his unkindness? 2 verse 4? Ist es Kapitel 2, Vers 4? Action against his mother. So you read 2 verse 4. Tell me if that's what you're referring to. Yeah, verse 4. Also Vers 4. Okay, give me a second. He doesn't say mother, he says woman, for example. Sure. Er sagt nicht Mutter, sondern er sagt Frau. So in 2 verse 4 it says, Jesus says unto her, Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. Also in 2 Vers 4 heißt es, Jesus spricht zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. So rather than give my own thoughts on this, Also anstelle, dass ich jetzt meine Gedanken hier weitergebe, we're just going to apply some rules. werden wir hier ein paar Regeln anwenden. So I guess the main one we're going to look at Und die Hauptregel, die wir betrachten werden, is the context. ist der Kontext. Now in our movement for a long time, In unserer Bewegung seit einer geraumen Zeit we have found it or thought it to be wrong to Hab- look at the historical context of a passage. haben wir gedacht, dass es falsch wäre, den historischen Kontext eines Verses zu betrachten. Let me give an example of that. Lasst mich ein Beispiel dafür geben. In Leviticus 26, In 3. Buch Mose, Kapitel 26, when we would look at the phrase 7 times, wenn wir den Satz 7-mal betrachten würden, the church would say dann würde die Gemeinde sagen, that's intensity. dass das Intensität wäre. And we would say that's duration.
Und wir würden sagen, dass es Dauer wäre, also ein zeitlicher Aspekt. Are you familiar with that argument? Sind wir vertraut mit diesem Argument? Yes? So, the argument that we would have Also das Argument, was wir haben würden, is that the theologians would look at the grammar of that Hebrew phrase. ist, dass die Theologen die Grammatik des hebräischen Satzes anschauen würden. So we'd look at it and say this is an example of using the grammatical critical methodology. Und dieses Beispiel, da würden wir sagen, sie würden die historisch-grammatische Methode benutzen. The problem with that is Und das Problem mit dieser ist, they would say if you go to the grammar, sie the würden word or the phrase 7 times has to be talking about intensity. Und sie würden, also jetzt die Grammatik dieses Verses betrachten, würden sagen, dieses Wort muss Intensität darstellen. And our argument, Und unser Argument ist, what was our argument? was war denn unser Argument? Now, what's our argument? Argument is not 7 times. Was ist unser Argument? Es waren nicht nur die 7 Zeiten. Symbols can have more than one meaning. No, our argument was not symbols can have more than one meaning. Unser Argument war auch nicht, Symbole können mehr als eine Bedeutung haben. Oh, I thought you had your hand up. Anyone? Weiß es jemand? What was our argument? Was war unser Argument? They said Sie sagten, this is Hebrew for intensity. This is not Hebrew for time. das ist Hebräisch für die Intensität und nicht für Zeit. And we said, see, the grammatical methodology here is rubbish. Und wir sagen hier, diese grammatische Methode, das ist alles Müll. And our argument was, Und unser Argument war, William Miller? I'm asking when they say that to us, what is our argument back? Meine Frage ist, wenn Sie uns das sagen, was ist unser Argument denn, dass wir Ihnen entgegnen? You're using apostate Lewisian critical method. And we're using? Proof text. We're proof text. Also die Rückantwort wäre, ihr tut ja eine abgefallene protestantische Methode benutzen und wir benutzen die Belegtextmethode. So the problem is, So, das Problem we ist, can't prove our position wir können unsere Position nicht beweisen, except in a really silly way, es sei denn in einer sehr komischen Art und Weise, because you can prove it in the English, but not in the Hebrew. denn man kann es im Englischen nämlich beweisen, aber nicht im Hebräischen. So Sister Tamina said, Also wie Schwester Tamina gesagt hat, we would argue, who are you going to believe? wen würdest du denn glauben? The prophet, Den Propheten, Miller, Miller or some 2-bit theologian? oder so ein paar Theologen? And we'd say, of course we believe Miller, not the theologian. Und natürlich würden wir sagen, wir glauben Miller, nicht den Theologen. Who knows Hebrew better? Wer kennt denn das Hebräisch besser? Someone who's done a 5 or 6 year degree in the subject, or Miller, who doesn't even use Hebrew? Also jemand, der 5, 6 Jahre studiert hat oder der Miller, der es noch nicht mal in Hebräisch liest. And we said we'll just go with Miller, Und wir sagen, wir tun einfach mit Miller, who's uneducated, knows nothing about the subject, der nicht darüber gelehrt ist, der das Thema nicht kennt, but aber angels told him what the right answer was. Engel haben gesagt, was die richtige Antwort ist. Now, without being disrespectful, that sounds like a nice story, Also ohne jetzt den Respekt hier zu verlieren, das klingt wie eine schöne Geschichte, but it is a fairy tale. aber es ist wie ein Märchen. You know, to rely upon that kind of methodology is not only dangerous, it's just foolhardy. Wenn man auf so eine Methode sich basiert oder gründet, das ist einfach nur gefährlich. So you have to go Also man muss to the contextual use of that word. den Kontext dieses Wortes betrachten. I think
incorrectly called the grammatical or historical method. Was wir auch korrekterweise die historisch-grammatische und historical grammatic and the other one was That's it. historical. Okay. Historical. Historisch-grammatische, dass wir diesen Kontext benutzen. So we would say Also würden wir sagen, 2,500 years ago, vor 2500 Jahre, 7 times might have meant intensity. da hat die 7 Zeiten mag da Intensität bedeutet haben, But God is above that kind of foolishness. aber Gott ist über solche törichten Dinge. And if Miller says it's duration, it's duration. Und wenn Miller sagt, es ist die Zeitdauer, dann ist es Zeitdauer. And besides, Und we have nebenher our little gem. haben wir unser kleines Juwel. What's our gem? Und was ist unser kleines Juwel? Great controversy. Der große Kampf, 351. 351. The longest and the last prophecy is the 2520. Die längste und letzte Prophezeiung ist die 2520. So, Future for America have never been willing publicly to renounce all of that foolishness. Also Future for America war niemals willig, öffentlich all diese törichten Dinge zu widerrufen, ja. So they've just remained silent on that issue when we were one. Sie waren, als wir noch eins waren, waren sie einfach ruhig darüber. People like me Leute wie ich got to a place where we could no longer remain silent on that subject. sind zu einem Ort gekommen, wo wir nicht länger ruhig mehr über diese Thematik bleiben könnten. You know, the obvious and glaring wrong that we're doing had to be admitted to. Diese offensichtliche Falschheit oder diese Fälschlichkeit, die wir getan haben, man musste zu ihr stehen. And someone mentioned an interesting thought. Und jemand hat einen interessanten Gedanken geäußert. When we were together, Als wir noch zusammen waren, we acted as a check upon their behavior. haben wir wie ein Rückhalten oder Zurückhalten für sie agiert. Check, restraint. Restraint. But now we've gone. Aber da wir jetzt weg sind, When I say we, und wenn ich sage wir, people who are willing to study correctly, meine ich Leute, die willig sind, richtig zu studieren, to be intellectually honest about their approach to God's word. die intellektuell ehrlich sind, wie sie an das Wort Gottes herangehen. Future for America have gone back to their vomit. So sind Future for America, sind sie zurück zu ihrer, Moment in Deutschen, I'm looking Gone for back the- to the mud. ja, zurück zu ihrem Schlammloch gegangen. They really have, and I don't mean that in a disrespectful way. Sie sind das wirklich, ich meine das nicht unrespektvoll. There's no one to challenge their methodology of studying. Da ist niemand mehr, der ihre Methode des Studierens herausfordert. So, when you come to this passage, Wenn man zu diesem Abschnitt jetzt kommt, what we want to do was wir tun wollen, is look at the word woman, ist, dass wir das Wort Frau betrachten wollen. and what we do not want to do is take a 21st century perspective of what woman means. Und wir wollen jetzt keine 21. Jahrhundert Perspektive nehmen, über was Frau bedeutet. We want to use the historical methodology, Wir möchten die historische Methode benutzen. and we want to say woman Und wir möchten sagen, Frau does not mean woman. bedeutet nicht unbedingt Frau. It means something else. Es bedeutet etwas anderes. Because today, Denn heute, you call your mother woman. da tust du deine Mutter Frau nennen. In fact, if you call any sister woman, Und wenn du irgendeine Frau, Schwester Frau nennst, is bad enough. dann ist es ziemlich schlimm. Then he says, Aber dann sagt er, mind your own business. kümmere dich um deine eigenen Sachen. What have I to do with thee? Was habe ich mit dir zu tun? I think mind your own business is a reasonable translation of that. Ich glaube, was habe ich mit dir zu tun, ist eine gute Übersetzung hier. So, woman, mind your own business. Also Frau, was habe ich mit dir zu tun? But we want to take the historical understanding of that.
Aber wir möchten das historische Verständnis davon nehmen. Desire of Ages 146. Das Leben Jesu im Englischen 145, im Deutschen 131. This answer, Diese Antwort, abrupt as it seems to us, where are you? Desire of Das Ages ist 146, paragraph 1. 146, Paragraph 1, ja, I was in der top one. This answer, Mhm. abrupt as it seems to us, Diese uns schroffe erscheinende Antwort expressed no coldness or discourtesy. drückte jedoch keine Kälte oder Unhöflichkeit aus. The Saviour's form of address to his mother was in accordance with Oriental custom. Sie sprach durchaus der damaligen orientalischen Gepflogenheit. It was used towards persons to whom it was desired to show respect. Man diente sich dieser Anrede bei Personen, denen man Achtung erweisen wollte. He followed the principle. Er er folgte dem Prinzip, Found in Exodus 20, verse 12. was man in 2. Mose 20, Vers 12 liest. Honor your mother. Ehre deine Mutter. So, mother, Die Mutter, or not mother, the word woman that Jesus used is not the word woman that we would use. also das Wort Frau hier, das Jesus benutzt, ist nicht das gleiche Wort, wie wir es gebrauchen würden heute. It means something different. Es bedeutet etwas anderes. And I would suggest Und ich würde when vorschlagen, people start talking about the historical contextualization of words and what they mean, wenn Leute über den historischen Kontext sprechen und sagen, was diese bedeuten, this is an example of what we said was sin. das ist ein Beispiel von dem, wovon wir gesagt haben, dass es Sünde ist. You haven't done any proof texting. Wir haben hier nicht Beleggetext. We've just said the word woman in this verse Wir haben einfach nur gesagt, dass das Wort Frau in diesem Vers is not the same woman that we would use. ist nicht das gleiche Wort Frau, was wir benutzen würden. If I called you woman, it'd be disrespectful Wenn ich dich jetzt Frau nennen würde, dann wäre das unrespektvoll. because we follow Western customs Denn wir folgen westlicheren Traditionen. and Jesus is following Oriental custom. Und Christus folgt orientalischen Traditionen. And if that's not a grammatical historical issue, I don't know what is. Und wenn das nicht ein grammatisch-historisches Thema ist, dann weiß ich nicht, was es sein soll. So I think it's a really good question Also ich denke, es ist eine gute Frage, because it brings up an important issue. denn es bringt ein wichtiges Thema auf. So coming to the question, Wenn wir jetzt zur Frage kommen, I don't think this is an example of Jesus acting in a parabolic form showing disrespect. also ich glaube nicht, dass Jesus hier in einer Gleichnisart agiert, und dann auch unrespektvoll sich benimmt. He's actually showing complete submissive respect to his mother. Eigentlich zeigt er hier komplette, unterwürfigen Respekt seiner Mutter gegenüber. Hope that helps. Ich hoffe, das hilft. I like that question. Ich mag diese Frage. Everybody okay on that? Hat das jeder so verstanden? What is the difference between the historical grammatical method they use in Adventism and what we're supposed to do? Was ist der Unterschied zwischen der historikkritischen Methode und das, was wir eigentlich anwenden sollten bei den Adventisten? I have no idea, to be honest. Ich habe keine Ahnung darüber. This became a cliche phrase, a battle cry for us. Das ist wie so ein Klischeesatz für uns geworden, wie so ein Schlachtruf. And I'd ask people, Und ich würde Leute fragen, all these leading teachers, all diese leitenden Lehrer, what it actually means. was es denn eigentlich bedeutet. And no one was able to give me any meaningful answer. Und keiner konnte mir irgendwie eine bedeutungsvolle Antwort geben. So I just, yeah. So I'd go on Wikipedia. I've done some research. Also ich bin zu Wikipedia hingegangen und ich habe recherchiert, Theological websites. theologische Webseiten.
And to me, it's just all words. Und es sind einfach nur alles Worte. I could never draw from that some useful principle or criteria to say, this is bad. Ich konnte niemals davon irgendwelche Prinzipien oder Beweise nehmen, um zu sagen, das hier ist schlecht. To me, most of what they do is just common sense. Für mich, alles, was sie eigentlich tun, macht Sinn. And on closer examination, it seems to me that's what we do. Und wenn wir das näher betrachten, dann, da habe ich gesehen, eigentlich ist das, was wir tun. So I've never been able to come to a satisfactory answer for myself to see why it's so evil. Also konnte ich niemals für einen ausreichenden oder mich befriedigenden Punkt kommen, wo ich sage, dass es Sinn für mich selber macht. It is evil. So Yeah, what But- is it? What's wrong? what's no, maybe it's not even wrong, but why is it we come still to different conclusions? So there is kind of maybe a difference in Who comes to different conclusions? Also wir kommen eventuell immer noch zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Und dann ist die Frage, wer kommt denn zu unterschiedlichen Give Schlussfolgerungen? me an example when you said we, I presume you mean us, us as a Give movement, me coming to a different conclusion to them. the Gib mir- church. Gib mir ein Beispiel, wie wir, also wir dann und sie, unterschiedliche Schlussfolgerungen zu ihnen kommen. Die sind die Gemeinde. Give me an example. Gib mir ein Beispiel. Because I can't think of one. Ich kann über keins nachdenken. The church would never accept the 25-20, Die Gemeinde würde niemals die 25-20 even anwenden. with. I mean, we were using a wrong methodology in the past, Wir haben die falsche Methode in der Vergangenheit benutzt. but using their methodology, they would reject the 25-20. Aber wenn man ihre Methode benutzt, dann tun sie die 25-20 ablehnen. I don't think they reject it using their methodology, Ich glaube, sie lehnen es nicht ab, weil sie ihre Methode benutzen. because if we use the correct methodology to go to Leviticus 26, Denn wenn wir eine korrekte Methode anwenden würden, um dann zum 3. Buch Mose 26 zu kommen, I'm arguing that our position is the same as theirs, or at least my position is. dann würde ich argumentieren, dass ihre Position eigentlich sehr ähnlich oder die gleiche ist wie unsere. Now, if they're unwilling Wenn sie nicht willig sind, to go further than that, weiterzugehen wie das, then I think that's a separate issue dann ist es ein abgetrenntes Thema oder Problem, than this grammatical historical problem. wie das historisch-grammatische Thema hier oder Problem. So for sure we come to different conclusions, Also sicher, wir kommen zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen, but I don't think it's based upon any kind of methodology. aber ich glaube nicht, dass es basiert auf irgendeine Art von Methode. I think it's based upon people's unwillingness Ich glaube, es basiert auf der Unwilligkeit, to accept that God leads people. dass Gott Menschen leitet. And if we were to argue with some of those people, Und wenn wir mit solchen Leuten argumentieren würden, it would be about how they draw conclusions dann komme es darauf, wie ziehen sie Schlussfolgerungen heraus. after we all agreed that the times in verse in Leviticus 26 is talking about the kings of Judah, nothing to do with any time period. Nachdem wir damit übereingestimmt hätten, dass in Vers 23 es hier um die Könige von Juda ging. If you want to have an argument, Und wenn man dann weiter sprechen möchte, it's whether or not they believe in coincidences dann geht es darum, ob sie in Zufälle glauben or we do. oder wir. Because when you take the time calculations, Denn wenn man die Zeitkalkulation benutzt, they all seem to favor us. dann scheint es, als würden sie alle auf unserer Seite oder uns favorisieren. Or if you go to Daniel 5, which we discussed, Ezekiel 45, Und wenn man zu Daniel 5 und Hesekiel 45 geht, whether or not our understanding of those passages, I mean, the maths calculation, I don't think they can argue against.
ob unser Verständnis da richtig ist, beziehungsweise wie wir da grundlegend kalkulieren. Ich glaube nicht, dass sie dagegen angehen könnten. So I don't think we're using a methodology that they wouldn't agree with. Ich glaube also nicht, dass dass wir eine Methode benutzen, mit der sie nicht übereinstimmen könnten. I think when the evidence is before you, they're unwilling to act upon that evidence. Ich glaube, wenn der Beweis ihnen vorgelegt wurde, dann ist es für sie sehr schwer, aufgrund dieses Beweises zu agieren. I think that's what the difference is. Und ich glaube, das ist, was der Unterschied ist. Well, I mean, I see there's this evidence with the structure and the numbers, Also ich sehe diese Beweise mit der Struktur und den Nummern, but I think the real problem is whether they acknowledge that Millerite history is a sacred history. aber ich glaube, das Problem ist auch, dass sie sehen, dass die Milleritenszeit eine heilige Zeit ist. Which is the problem that we have, Welches das Problem ist, was wir haben. is because we don't have a good answer. Denn wenn wir keine gute Antwort haben, So you don't need to translate this, but like good Luddites, good people, gute Leute, we approach this problem in a really bad way. wir tun dieses Problem sehr schlecht angehen. We're just as bad as them. Wir sind genauso schlecht wie sie. We say Wir sagen, theologian Theologen, against uneducated farmer. gegen einen ungebildeten Farmer, Bauer. Because he's led by angels, he has to be correct. Und weil er durch Engel geleitet wird, muss er richtig sein. And they say, Und sie sagen, we don't care if he was led by angels, he was wrong. uns kümmert es nicht, ob er von Engeln geleitet wurde, er ist falsch. So for me, Also für mich, the argument that we are using das Argument, was wir benutzen, is the same argument that they're using. ist das gleiche Argument, was sie benutzen. They reject that as sacred history, we say it is sacred history. Sie tun diese Geschichte als heilig ablehnen und wir sagen, es ist aber heilig. And we're just two sides of the same coin. Und es sind einfach nur zwei Seiten von der gleichen Münze. But the problem is, I think our position is one of weakness, and theirs is one of a position of strength. Das Problem ist nur, dass unsere Position schwach ist und ihre eine der Stärke ist. I say it's two sides of the same coin, but it's not really. Und ich sage, es sind zwei Seiten der gleichen Münze, aber dies ist es nicht wirklich. Because once we say Denn wenn wir dann sagen, we agree with them, dass wir mit ihnen übereinstimmen, that Miller doesn't know what he's talking about, dass William Miller nicht weiß, über was er redet, he's wrong. er ist falsch, That this is not duration, it is intensity. dass es nicht Zeit ist, sondern es ist Intensität. And I'm not even sure if we could argue that, Und ich weiß noch nicht mal, ob man darüber argumentieren könnte, because he's a lot cleverer than most people make out to believe or make out that he is. denn ich glaube, er war viel cleverer, als die meisten Leute ihn darstellen. But say that he is. Aber sagen wir jetzt mal, dass das so wäre. My argument would be Mein Argument wäre, they were wrong to say that this passage is duration. es war falsch für ihn zu sagen, dass dieser Abschnitt Zeit wäre, Based upon what they were reading. basierend auf dem, was sie gelesen haben. It's intensity, not duration. Es ist Intensität, nicht die zeitliche So, Aspekt. so once we agree on that, Und wenn wir darüber einstimmen, then we can ask another question. dann können wir eine weitere Frage stellen. Does Miller Tut Miller, have the authority hat Miller die Autorität, to change what is written? das zu verändern, was geschrieben ist? And to me, that is a much more provocative question than the original premise. Und für mich ist dies eine viel provokativere Frage, als was wir vorher gesagt haben. Because the theologian says, for me, this is intensity, and our argument is, for Miller, he says it's duration. Denn die Theologen sagen, es ist Intensität und wir sagen, William Miller hat hier aber, he has the authority to change. No, I didn't say that. Okay, can you say the I last just bit of said it? That They I got said, that.
for them, and he said for me. Okay, und William Miller hat dann gesagt, oder wir sagen, dass William Miller sagt, für mich ist es so und so. And the problem is, if you analyze the problem, Miller is wrong. Und das Problem ist, wenn man das Problem analysiert, dann sieht man, dass William Miller eigentlich falsch ist. So once we agree Das heißt, wenn wir dann übereinstimmen, what the words say, was das Wort sagt, then another question should be asked, dann sollte eine weitere Frage gestellt werden, which is, who is Miller? um zu fragen, wer ist denn Miller? Which goes back to your question, Welches zurück auf deine Frage kommt, but I think in a different way. aber ich glaube in einer unterschiedlichen Art und Weise. Because is that history sacred? Ist denn diese Geschichte heilig? Now, the sacred history, Also diese heilige Geschichte, sacred people, diese heiligen Leute, do they have a better ability to understand the word than the theologian? haben sie eine bessere Möglichkeit, die Bibel zu verstehen als die Theologen. And that's what the problem is. Und das ist, was das Problem ist. Just in this example, Einfach nur in diesem Beispiel we would say yes, würden wir sagen, ja, that was the movement's position. das war die Einstellung der Bewegung. That was Elder Jeff's position. Das war ältester Jeffs Position. And it was wrong. Und es war falsch. You can't demonstrate that. Man kann dies nicht demonstrieren. But what you can demonstrate Aber was man demonstrieren kann, is that even though it says intensity, dass es auch, wenn es Intensität sagt, if you believe that that was sacred history, und wenn man glaubt, dass das heilige Geschichte war, then that gives Miller the authority to change what is written. dann gibt es William Miller die Autorität zu verändern, das, was geschrieben war, zu verändern. And as I said, that is much more provocative. Und wie ich gesagt habe, das ist noch provokativer. And the reason why I think it was necessary for us to go through that exercise Und ich sage, der Grund, warum wir durch diese Übung hindurchgehen mussten, is because our original answer ist, weil unsere ursprüngliche Antwort not only was wrong war nicht einfach nur falsch and silly, und dumm, it was self-limiting in our ability to grow. es limitierte uns, dass wir wachsen konnten. Because once we get to the place Denn wenn wir zu diesem Punkt kommen, that we can say, wo wir sagen können, someone living in sacred history jemand, der in der heiligen Geschichte lebt, has the authority hat die Autorität, to change the meaning of a word, die Bedeutung eines Wortes zu verändern, which is different to misreading the meaning, welches unterschiedlich ist, wenn man ein Wort falsch liest. then that becomes a completely different proposition which becomes significant. Und das ändert die Dinge hier, was sehr wichtig wird. So in able to state that as a fact, Also, wenn man das jetzt nicht als Fakt hier darstellt, you can't use Miller as evidence. man kann hier Miller nicht als Beweis anführen. So can we find evidence that people do that? Können wir Beweise sehen, dass Leute dies tun? The answer is yes. Die Antwort ist ja. One example. Ein Beispiel, These are easy ones. das sind einfache Beispiele. Jeremiah Jeremia is going to go to the book of Moses geht zu dem Buch von Mose and he's going to say, und er wird sagen, the thing that's about to happen die Sache, die passieren wird, is Jacob's time of trouble. ist die Trübsal in Jakob, And of course, what was about to happen ist die Angst in Jakob. Und das, was passieren wird, had nothing to do with Jacob's time of trouble. hat nichts mit der Angst in Jakob zu tun. Might have had some similar characteristics or properties, Es mag vielleicht ähnliche Charaktereigenschaften gehabt haben, but when he said that's Jacob's time of trouble, the 70-year captivity, it was not. aber wenn er hier sagt, dass die 70 Jahre der Gefangenschaft die Angst in Jakob wäre, dann war das nicht Then nicht it so. gets even worse Und dann wird es sogar noch schlimmer, because when you go to Paul, denn wenn man zu Paulus geht, he's going to take that passage dann nimmt er diesen gleichen Abschnitt and say, und sagt, Jeremiah's version was completely wrong, my version is correct. Jeremias Version war komplett falsch und meine Version ist korrekt. So if you go to Hebrews chapter 8 verse 10, Wenn man zu Hebräer 8, Vers 10 geht,
talks about days. Da geht es um die Tage. He manipulates all of that. Dann manipuliert er all das. So the question is he misreading? Die Frage ist, tut er hier falsch lesen? Or does he understand things better than other people, Oder versteht er es einfach nur besser wie andere Leute, like the theologians? wie die Theologen? My argument is Mein Argument ist, Paul is making application. dass Paulus Anwendungen hier vornimmt. Joel talks about the day of the Lord. Joel redet über den Tag des Herrn. He says all these things are going to happen. Er sagt, all diese Dinge werden passieren. And Peter says at Pentecost, Und Petrus sagt am Pfingsten, this was the fulfillment of Joel. das ist die Erfüllung von Joel. There's no record of anybody having dreams, Da gibt es keine Aufzeichnung, dass irgendjemand Träume hat. nothing to do with the moon or the sun. Nichts passiert mit der Sonne oder dem Mond. And he just says this was the fulfillment of that prophecy. Und er sagt, das hier war eine Erfüllung dieser Prophezeiung. If I was there, Wenn ich da gewesen wäre, hopefully if you were, ich hoffe auch, wenn ihr es gewesen wärt, I would have gone to Joel dann wäre ich zu Joel gegangen and said, can you tell me which bits are fulfilled? und hätte gesagt, welche Teile sind hier erfüllt? And what could he have said? Und was hätte er sagen können? No dreams. There's no children in that story. Keine Träume, keine Kinder in der Geschichte, No sun, no keine, moon, keine Sonne, kein Mond, nothing. nichts. So he'd have to give some explanation. Also muss er ja irgendeine Antwort geben oder Erklärung, Whatever that would be. wie auch immer die ausschauen And the würde. problem is we have to answer for him. Das Problem ist, wir müssen für ihn Antwort geben. Because if we answered for him, Denn wenn wir für ihn Antwort geben, then what we could say was wir dann sagen könnten ist, is what happened 2 years ago was vor 2 Jahren passiert ist, was a fulfillment war eine Erfüllung of Joel. von Joel. And what's about to happen next year would also be a fulfillment of the book of Joel. Und was nächstes Jahr passieren wird, ist auch eine Erfüllung von Joel. We've got Joel happening everywhere. Joel ist überall. At least 4 times already in our lifetime. Mindestens schon 4-mal in unserer Zeitperiode. If we could understand Und wenn wir verstehen könnten, how it was fulfilled when he said that at Pentecost, wie es erfüllt wurde, als er es zu Pfingsten gesagt hat. because we've got that waymark coming up everywhere Denn wir haben diese Wegmarke, die überall hochkommt. in many ways, In Mini-Version and it's got once und einmal in a big way. in einer großen Art und Weise. Revelation 18 verse 4, Offenbarung 18, Vers 4. the loud cry, Der laute Ruf, midnight cry, Mitternachtsruf, Pentecost, if you like. Pfingsten. So to me, these are examples Also für mich sind dies Beispiele of the approach that we should be taking. für die Herangehensweise, die wir hier benutzen sollten. Brother Wolfgang. I would say the pastors, the theologians are not allowed to make times of the 7 times because there's no times in the Hebrew. It says only 7. So I would prefer always Miller's version because he was a prophet, but they cannot add times because it's not there. Also es geht hier darum, dass die Theologen das niemals zeitlich sehen können, also über die 25-20, weil das im Hebräischen einfach nicht da ist. Und ich würde immer Miller mehr glauben, weil er einfach ein Prophet ist. You wouldn't prefer the truth. Du würdest die Wahrheit nicht vorziehen? You mean the times? There's The no truth time. is there's no The time. truth is there's no time. You don't prefer the truth. You prefer Miller. Also du tust nicht die Wahrheit bevorzugen, du bevorzugst Miller. Miller's the truth. Miller or Moses? Miller oder Mose? Wer ist die Wahrheit? Is there times or is there no times in Hebrew? You said there is not. Du hast As gesagt, far da as ist I know, keins, ja. nicht? So Moses says there's no time. Also Mose sagt, da gibt es keine Zeit. So you prefer Miller or Moses? Also tust du jetzt Miller oder Mose vorziehen? Yeah, Miller is the interpretation of what Moses said. Also Miller ist die Interpretation von dem, was Mose gesagt hat. So an interpretation, Eine Interpretation. I think what that word means Ich denke, was dieses Wort bedeutet, is what Tamina is supposed to do ist, was Tamina tun soll, is repeat every single one of my words ist, dass sie jede meiner Worte wiederholen soll, with the exact same intention.
mit der exakt gleichen Intentionen. So if Miller is an interpretation of Moses, Also wenn Miller eine Interpretation von Mose ist, and this is what we said. und das ist, was wir gesagt haben. We said Wir haben gesagt, Miller knows what Moses meant, Miller hat gewusst, was Mose wollte oder meinte. and Miller says it's 2,500 years. Und Miller sagt, es sind 2500 Jahre. So therefore, Deswegen, Sister Kathy, therefore Moses, Went to 2,500. therefore Moses meant 2,500 years. deswegen meinte Mose 2520 Jahre. If Miller is an interpreter, Wenn William Miller ein Übersetzer ist, sozusagen. that was our argument. Das war unser Argument. The theologian said he's not qualified to interpret. Und die Theologen haben gesagt, er ist nicht dazu qualifiziert zu interpretieren. And in our usual arrogance, Und in unserer herkömmlichen Arroganz, we said, we're going to wipe the dust off our feet, you evil people, and we're going to go with Miller. wir tun den Staub von unseren Füßen wegwischen und wir verlassen euch und wir gehen mit Miller mit. And there's a big difference Und da gibt es einen großen Unterschied between a prophet zwischen einem Propheten and an interpreter. und einem Übersetzer. An interpreter, Ein Übersetzer you just put them on minimum wage oder Ausleger, der bekommt nur den Mindestlohn. because they're dumb and they cannot think. Denn sie sind dumm und sie können nicht denken. They're just mechanical robots, Es sind einfach nur mechanische Roboter. like Google Translate. Wie Google Translator. Thank you, by the way. You're welcome. Just Google. We just want Google Translate. That's all we want, isn't it? Also wir wollen einfach nur Google Übersetzung. Das ist doch alles, was wir wollen. Whose words? Okay. Whose words do you want to hear? Mine or hers? Welche Worte wollt ihr denn hören? Meine oder ihre? Just in this relationship. Also jetzt in dieser Beziehung. If we swapped, it would be hers. But we just want a Google Translator, don't we? Wir möchten ja einfach nur einen Google-Übersetzer, oder? My point is, Miller is not a translator of Moses. Also mein Punkt ist, dass William Miller jetzt kein Übersetzer von Mose ist. He's a prophet. Er ist ein Prophet. And what prophets can do Und was Propheten tun können, is that they can go back to another prophet ist, dass sie zu einem anderen Propheten zurückgehen können and change the meaning of their words. und die Bedeutung ihrer Worte verändern können. So Miller Also Miller should be saying, sollte sagen, Moses meant intensity, but I want to change that to duration. Mose meinte die Intensität, aber ich möchte es in Zeit umwandeln. And then the argument becomes, Und das Argument kommt dann auf, who gives you the authority to do that? wer gibt dir die Autorität, dies zu tun? And that's a completely different question. Moses Das ist only eine said 7. andere There's no Frage. intensity in the Hebrew Bible. Aber da gibt es keine Intensität oder Zeit. Yeah, intensity. Because it's only saying 7, not times. Also wir sehen hier noch nicht mal Intensität oder Zeit in 3. Mose 26 erwähnt. Sister Ellen. Well, I looked up the word intensity. Speaking to the mic. I looked up the word intensity, and it actually says something that is the way I was thinking of it. It says the quality of being intense, and the example is the pain grew in intensity, and that's how I was thinking of it. That if it takes that intensity can grow, an experience becomes more intense the longer you have that experience, and that has an element of duration. Also hier kam es auf, dass man das Wort Intensität im Wörterbuch nachgeschlagen hat und man gesehen hat, dass Intensität wachsen kann, was sozusagen eine Zeitperiode oder beziehungsweise eine Periode beinhaltet. Did your question get answered? No, because there's no intensity, because there's no times in the Hebrew. God says he's going to punish them. Gott sagt, er wird sie strafen. 7. What is the punishment that he will bring to them? Und was ist denn diese Strafe, die auf sie kommen wird? The scattering. He's going to scatter them. Er wird sie zerstreuen. And is that a one-off event? Und ist das nur ein einziges Ereignis?
It's intensity. It gets more and more. It gets more and more. Es ist Intensität, es wird immer mehr und mehr. So, when we read Leviticus 26, Wenn wir 3. Mose Kapitel 26 lesen, can we locate its fulfillment? Because it's a prophecy. Can we locate when that was fulfilled? können wir nachverfolgen, weil es eine Prophezeiung ist, wann das erfüllt wurde. We can. Wir können das, Because if you go to, I think it's verse 34, denn wenn wir, ich glaube, es ist Vers 34 dahin gehen, 26:34, Kapitel 26, Vers 34, it tells you what the conclusion of this is. da sagt es uns, was die Schlussfolgerung von all dem ist. We'll go to 32. Wir gehen zu Vers 32. I will bring the land into desolation, and your enemies will dwell therein. Und ich will das Land öde machen, dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich davor entsetzen sollen. 33. Vers 33. I will scatter you. Und ich will euch zerstreuen. Your land will be desolate. Und euer Land wird Wüste werden. 34. Vers 34. Then the land will rest. Dann wird das Land seine Sabbate genießen. And if you go to verse which verse do we want to go to? Perishing. 18. Vers 18. 26:18. Kapitel 26, Vers 18. If I said to you, Wenn ich euch sagen würde, and if you will not yet for all this hearken unto me, then I will punish you 7 more. wenn ihr mir aber aber dann auch noch nicht gehorcht, so will ich euch noch 7-mal mehr bestrafen. Not more. 7 more. 7-mal. 7 mehr, sorry. What does that verse say Was sagt dieser Vers? in plain language? So gerade raus, wie die Sprache es sagt. Seven more. Yeah. Let me break it down a bit, my question. Lasst mich meine Frage ein bisschen aufbrechen. What is this? Was ist das denn? And if you will not yet for all this. For sins. For all the sins. We agree with that? Tun wir damit übereinstimmen? Sister Kathy? This. Just tell me what it is. Sag You mir- said it's Their the sins. He said that this is their sins, that this is Yes. their sins, If they don't obey this is the sins. the punishment. He said sins, He said sin. and you're saying, Er sagt Sünde hier und du first you sagst, said yes, and then you said no. If Don't they, if don't they take me don't take me to a verse or Uh-huh. anything. Just tell me what this is. If they don't, One word. okay. He used one word. Okay. Punishment. Punishment. That this is not sin. This is punishment. Sister May, you okay with that? Brother Arian? If you will not, for all the punishment that I have given you, still listen to me or still rebel, then I will punish you more. Why will he punish them more? also im Englischen ist es ein bisschen anders wie im Deutschen. Im Englischen ist es ein bisschen mehr wie, wenn ich euch all diese Strafe gebe und ihr dann immer noch nicht horcht, dann werde ich euch weiterhin strafen. Because the punishment I've given you isn't enough. Denn diese Strafe, die ich euch gegeben habe, ist nicht genug. Okay? Okay? Verse 14. Vers 14. If you won't listen to me, Wenn ihr mir nicht zuhört, verse 14, if you won't listen to me, Vers 14, wenn ihr nicht mir zuhört,
Verse 15, oder folgt, Vers 15. and if you hate listening to me, Und wenn ihr es hasst, mir zu folgen, verse 16, Vers 16, then I'm going to do this. dann werde ich dies tun. 16, Sister Catherine, what's he going to do? Vers 16, was tut er dort? A really short, crisp paraphrase. Einfach nur in deinen eigenen Worten wiedergesagt. So I'll give you a second to think. Ich gebe dir hier einen Moment, dass du nachdenken kannst. 14, Vers 14. if you won't listen to me. Wenn ihr mir nicht folgt. Verse 15, if you hate my laws. Vers 15, wenn ihr meine Gesetze hasst. 16, Und 16. I will consume you. I will consume you. Dann werde ich euch, Consume means what? was bedeutet Change it to a konsumieren? word that they could translate well. Destroy. I will destroy you. Da werde ich euch zerstören. So 14, 15, 16. If you don't listen, I'm going to destroy you. Verse 16. 14, 15, 16. Wenn ihr mir nicht folgt, werde ich euch zerstören. Vers 16. 17. Vers 17. I will set my face against you, Und ich will mein Angesicht gegen euch richten. and you will be killed in battle. Und ihr werdet in der Schlacht getötet werden. Verse 18. Vers 18. And if that's not enough, Und wenn das nicht genug ist, what I'm going to do to you, was ich hier zu euch tun werde, tun werde, what will I do? was werde ich euch tun? Brother Wolfgang? Yeah, I will punish you. Punish you, 7. punish you 7 times. And punish you more. more. Ich werde euch mehr strafen. If that's not enough punishment, this, Wenn dies nicht genug Strafe ist, I'm just going to give you more punishment. dann werde ich euch einfach mehr strafen. And then 19 and 20 tells you what the punishment was. Und 19 und 20, diese Verse sagen uns dann, was die Strafe ist. 21, Vers 21. if you still don't listen, Und wenn ihr immer noch nicht gehorcht, I added the word still, also ich habe das Wort immer noch It's selber there. hinzugefügt, es gibt es da, contextually, im Kontext ist es da. and you won't listen to me, Und ihr werdet mir nicht zuhören, I will bring 7 times more plagues on you. dann werde ich nochmal 7-mal mehr Plagen auf euch bringen. So how many punishments have you got to now by verse 21? Also in Vers 21, wie viele Plagen hat man mittlerweile? Brother Roland, how many punishments have you got to now? Wie viele Strafen hat man bis jetzt erlangt? Mehr als eine. More than one. No. Hat sie jetzt schon 7-mal mehr bestraft? You already punished them 7 times more. Tell me the number. Gib mir einfach nur eine Zahl. How many punishments? Wie viele Bestrafungen? Don't list all the teeny bits of them. The ones that we've read. Also, muss nicht alle kleinen Details hier jetzt auflisten, aber ungefähr eine Zahl. Okay, er hat sie einmal bestraft. So he punished them once. Und Punished them once. Und es, 16 and 17. es hat nicht geholfen und er hat es 7-mal Verstärkt. vervielfacht. And it didn't work out, so he punished them 7 times more. Also 1 plus 7. So 7 plus 1. So he punishes them again. So he tut sie wieder strafen. Verse 18. Vers 18 It's the second time. ist das zweite Mal, dass sie sie straft. And now he says, Und jetzt sagt er, if that's not enough, das ist nicht genug. we're in verse 21, Wir sind im Vers 21. third punishment. Ist die dritte Strafe. This is the third punishment. Also ist die dritte Strafe. You can't take the number 7. There's not 7 punishments there. Also man kann die Zahl 7 jetzt nicht nehmen und sagen, das sind 7 Bestrafungen. So 3 punishments thus far. Also 3-mal wurden sie gestraft soweit. What we bis hierhin. Und was wir tun, Is we tend to either forget or ignore the first one. ist, dass wir entweder, wir neigen dazu, die erste zu ignorieren oder zu vergessen, Which is 16 and 17. welches Verse 16 und 17 sind. We pick up the story Wir nehmen diese Geschichte auf from 18. von Vers 18 an. So you have 18,
Also man hat Vers 21, 18, 21, 24, Vers 24 28. und Vers 28. 4, 7 times. 4-mal, 7-mal. We're okay to do that Ist okay, wenn wir das tun? because in Revelation 14, Denn in Offenbarung 14, verse 6, Vers 6, I've got 7 there. ich habe Vers 7 hier hingeschrieben. How does it begin? Wie fängt es denn an? What do we call verse 6? Was nennen wir denn Vers 6? We call it number Wir nennen es 1. Nummer What does it say in 1. the verse? Und was sagt es im Vers selber? I saw Ich sah another angel. einen anderen Engel. So another one. It's Also not es- number 1. Also es ist ein anderer Engel. Es kann ja gar nicht der erste Engel sein. There've been angels before, Da gab es Engel zuvor. but we mark that as number 1 Aber wir markieren es als Nummer 1. for good reason. Aus einem guten Grund. In Revelation 14:6, we call that number 1. In Offenbarung 14, Vers 6 nennen wir dies den ersten Engel. The Bible calls it another angel. Aber die Bibel nennt es einen anderen Engel. I hope. Ich hoffe es Yeah, zumindest. it does. Okay, got me worried there. It says that. Er sagt, ja, das sagt so. So when we Steht so come to geschrieben. Leviticus, Und wenn wir jetzt zum dritten Buch Mose kommen, we say 7 times, 7 times, 7 times, 7 times. 4 of them, sagen wir 4-mal, 7-mal, 4. 4-mal. But there was one before. Aber da gab es ja einmal schon zuvor. I've given you the verses. Ich habe euch die Verse gegeben. 16 and 17. Vers 16 und 17. And we forget that one. Und wir vergessen dieses. That punishment Diese Strafe is the trigger ist der Auslöser, for the 7 times to occur. dass die 7 Zeiten passieren. The 7 times was a unique punishment Die 7 Zeiten waren eine einzigartige Strafe, which happened welche after the initial punishment. nach der ursprünglichen Strafe passierten. So that's how we do it. I don't know how we got Leviticus 26. Ich bin mir nicht sicher, wie wir im dritten Buch Mose gelandet sind. From the wedding. Von der Hochzeit zum dritten No, I Mose. didn't. You took us there, not me. Äh, Oh no, I took you there. Yeah, you're right. How we read, Wie wir lesen. Sister Kathy? Yes, all right. It was me. I was trying to fob it off to someone else. When there's the word more, does it mean that every punishment is harder than the first one or the second one? Or is it also only by number? 1, 2, 3? Die Frage ist, wenn es da heißt 7-mal mehr, ist es nur die Anzahl der Strafen oder wird es auch intensiver? So, to answer that question, Um diese Frage zu beantworten, if I was to say wenn ich sagen würde, 26, Kapitel 26, there won't be much food to eat. da gibt es nicht viel Essen zu ergeben. Is that 26? Vers 26. Not much food? Also Vers 26, Kapitel 26, 26. You okay with that? Ist es so okay? 26, 26? Kapitel 26, Vers 26. Yeah? So that's bad. Also das ist schlimm. Is that as bad Ist das so schlimm? as 33? Vers 33. Because in 26, Denn Vers 26 you still have an oven. hast du immer noch einen Ofen. You just don't have a lot of flour. Aber du hast nur nicht sehr viel Mehl. But in 33, Aber in Vers 33, you don't even have an oven. da hast du noch nicht mal mehr einen Ofen. The cities are wasted. Die Städte sind verwüstet. So you can clearly see intensification of the pain. Also wir sehen hier ganz deutlich, dass diese Strafe oder dieser Schmerz stärker wird. And then it ends obviously that not only your cities destroyed, you're actually taken out of your country. Also es endet damit, dass man nicht nur die Städte verwüstet sind, sondern dass man aus dem Land herausgenommen wird. Any other questions? Irgendwelche weiteren Fragen? Oh, my question's about the wedding. Meine, My Fra question's about the wedding. meine Frage geht über die Hochzeit. Okay. So after he told his mother that
his time wasn't come, why Nachdem, did he go ahead and turn the water into wine anyway? nachdem er seiner Mutter gesagt hat, dass es noch nicht Zeit wäre, seine Zeit noch nicht gekommen sei, warum hat er dann hinterher den Wein sowieso, das Wasser sowieso in Traubenwein umgewandelt? So, to answer that question, Um diese Frage zu beantworten, which I don't think I'm qualified to answer really, wo ich glaube ich nicht wirklich dazu qualifiziert bin, what we have to do is go back and try to understand what the purpose or the theme of this story is. ich glaube, wir müssen zurückgehen und schauen, was denn dieses Thema dieser Geschichte ist. Ellen White doesn't comment enough for me Ellen White, glaube ich, kommentiert nicht genug darüber, to give a clear direction on the purpose of this. um einen deutlichen Zweck dieses Gleichnis oder dieser Geschichte zu geben. Because it wasn't part of my study, Weil es nicht Teil meines Studiums war, I guess I'm going to say I don't have all the information to hand to answer the detailed questions. weil es nicht Teil meines Studiums hatte, habe ich jetzt nicht die ganze Information, um detaillierte Fragen zu beantworten über dieses Thema. But what I can answer to Aber welche Antwort ich geben kann, is a study that Elder Tess has done and is still current. ist ein Studium, das älteste Tess gegeben hat und immer noch weitergibt, Which I think is interesting, welches important. ich denke, ist wichtig und interessant. So I'm not an expert on this. Also ich bin kein Experte darin, But if we take our reform line aber wenn wir unsere Reformlinie nehmen and we don't put all the waymarks, und wir haben all diese Wegmarken, we've got 1989 and 2019. wir haben 1989 und 2019. Okay, we'll do this then. We'll put 9/11. Wir markieren hier den 11. September. This is the birth. Das hier ist die Geburt. This is the baptism. Das ist die Taufe. No, it's not the baptism. This is the birth of Jesus. Das ist die Geburt Jesu. And this is 30 years. Und das hier sind dann 30 Jahre. So Jesus is 30 years old now. Also Jesus ist jetzt 30 Jahre alt. And this is the baptism. Und das hier ist die Taufe. It's your question, Sister Subadan. Yeah? Is that okay? Ist das so okay? Agree with that? It's 2019. He's been baptized. Das ist 2019 und er wurde getauft. And this is in 27. Und das ist 27 nach Christus. It's in the last quarter of the year. Es ist in dem letzten Quartal des Jahres. Maybe the second half actually, not the last quarter. Wahrscheinlich die letzte Hälfte. And then the following year in 28, Und dann im folgenden Jahr, 28 nach, this is the first temple cleansing. dann ist es die erste Tempelreinigung. And the first temple cleansing, Und die erste Tempelreinigung, if you compare this Jesus wenn man diesen Jesus to this Jesus, mit diesem Jesus vergleicht, two different Jesuses, zwei unterschiedliche Jesuse, what's the difference between them? was ist der Unterschied zwischen ihnen? Between this Jesus and this one. Zwischen diesem Jesus und diesem Jesus. Well, he started his ministry when he was baptized, so he had like a greater, like more authority as, by virtue of passing that. Also There's great authority here. er hat seinen Ja, Dienst hier angefangen, also hat er mehr came to, Autorität.
a maturity which gave him an authority Okay, to so he's got start. authority here. Uh-huh. Also er hat hier Autorität. And what's the difference between that one and this one? Und was ist der Well, Unterschied zwischen dem und dem? His as he continued his that became something that he needed to do. Part of his work. You haven't told me the difference. The difference? Du hast mir den Unterschied You noch mean the nicht difference gesagt. in his personality, or? You give me any one you want to. I'm saying these are two different Jesuses. What's the difference? Das sind Well, he had zwei unterschiedliche Jesuje. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? it was part of his job then, and it wasn't part of his job before. He doesn't have a job here, and now he has a job. No, I mean before the baptism, he I'm not stopped. asking before. I'm asking this one, not that Jesus. Uh-huh. I want this Jesus, and this one. So So with experience, you gain more. so he's inexperienced, Uh-huh. and now he's experienced. Uh-huh. Is that what you're saying? Also er ist in a unerfahren und dann way. I mean, erfahren. he started doing what he was going to do, and then he gained experience along the way, and So- then If you're inexperienced here, Also wenn du hier nicht erfahren bist, you don't have any authority. dann hat man keine Autorität. when you first start a job, you get your authority, and then you get your experience as you do the job. Also wenn man einen Job annimmt, With the dann kriegt man erst experiences that seine come along. Autorität und die Erfahrung, während man so weiterarbeitet. So he has no experience, and now he's got It's the experience. beginning of his experience Das ist der Anfang seiner So it's zero. Erfahrung. with the authority. Or, I just think you get stronger, more knowledgeable. You're able to do things in you get more confidence and all that sort of thing. So he's not confident, and Als- now he's confident. Yeah, that's one way to put it. That's the way you want to put it. Uh-huh. Okay, Sister Esther. I would say by his baptism, he he had his mighty power, but he showed by the baptism the humility, the humbling way like a sinner. So he's got power, but he's He has humble. his mighty Also er hat power, Macht, aber but er he ist showed- demütig. He showed he has to be baptized like a sinner, but by the cleansing temple, he showed the mighty power that he has. So he shows the mighty power, Also hier Yes. zeigt er die mächtige Macht. and here Und hier, And here he has the mighty power, but he don't Show show it. He was er hat die Macht, aber zeigt sie nicht. his behavior was like a sinner. okay. So he has power here, but he doesn't show it, and he has power here, and he does show it. Also hier hat er Macht und zeigt sie nicht und hier hat er Macht und zeigt sie. And Sister Sue Ellen said he had authority here, Und Schwester Suellen hat gesagt, hier hat er and he Autorität had authority here, und hier hat er but Autorität, he needs to practice. aber er muss hier Übungen haben. Anyone else? Hopefully, I haven't misrepresented. Oh, sorry. You know what I find funny is that in Mark 1 verse 15 we say that the time is fulfilled, and here it says the hour has not come, meaning it's not fulfilled. Mark 1:15. Where's Mark 1:15? Where's Mark 1:15? Oh, is it after? I don't know. You don't. I don't know this. That's why I'm asking I you. don't know. You're asking me for. You're an expert on Christ's life. Don't trust the experts. Okay, look. Mark 1:15. Markus 1 Vers 15. They could trust the experts. Wir können den Experten trauen. Mark 1:15. 1:15. The beginning, also der Anfang des Wirken Jesus in Galiläa. It's over here. Also es ist hier. Also okay. It's Okay. ja. Again, please, where? Oh, it's over here somewhere. Aha. 29 to 30. It's well over a year later. Verse 14. Mark 1:14 says. Markus 1 Vers 15 sagt,
15. No, 1:16. 1, Vers 16. He walks by the Sea of Galilee. Er tut bei dem Meer von Galiläa Das ist Galilee. laufen. Also ist Galiläa. Who wants to say something? Wer möchte etwas sagen? Do you want? I was going to say, does he start talking parables, but that's later. That's over here. Yeah. In fact, that's Mark 1:15. Yeah. Probably. So, you know when you when you read God's word, Also wenn man Gottes Wort liest, it changes you. dann tut es dich verändern. So people often in a class like this, because I don't want to give the answer, In einem Unterricht so wie hier, weil ich die Antwort nicht geben so I möchte, ask these leading questions. frage ich diese leitenden Fragen Then people sort of feel a bit intimidated sometimes. und dann tun Leute sich ein bisschen wie? Auf den Schlips gedrängt oder beängstigt oder ja. And then they say, "Oh, you have to think like I think." Und dann denken sie, oh, ich muss so denken, wie ich denke. And I guess kind of if you're not familiar, it looks like that. Und wenn man damit nicht so vertraut ist, dann hat es wahrscheinlich so den Anschein. But the thing is, Aber die Sache ist this eigentlich, story, dass diese Geschichte, before I ever thought about this, and this is 30 years and doing all of that, bevor ich über diese Geschichte nachgedacht habe und die 30 Jahre und wir das alles so gemacht haben, before I knew any of this, bevor ich irgendwas davon kannte, I'd read, I I had read ich habe gelesen, John chapter 1 and 2 Johannes Kapitel 1 und 2, a lot of times. sehr oft. And not only that, Und nicht nur das, I'd read The Desire of Ages ich habe auch das Leben Jesu sehr oft gelesen. a lot of time. It's all right, leave it. Sehr oft gelesen. It's okay, leave it. I've got nothing. I'd read Desire of Ages a lot of times as well. Ich habe auch das Leben Jesu Fine. sehr oft gelesen. And when you read Desire of Ages a lot, Und wenn man das Leben Jesu sehr viel liest, it begins to mold and shape your brain. dann fängt es an, dein Gehirn in einer gewissen Art und Weise zu formen. And you end up getting mental pictures of what things look like. Und man fängt an, mentale Bilder zu bekommen, wie die Dinge ausgeschaut haben. So often in a class, Also oft in einer Unterrichtsstunde, when I ask questions, wenn ich Fragen frage, a lot of those answers that I'm looking for, viele diese Antworten, wonach ich suche, which people think I just invented or wo Leute I made, denken, you know, that, oh, he's got some really good way of looking at things. wo Leute denken, dass ich die einfach so erfunden habe oder oh, er hat eine gute Art und Weise, die Dinge zu betrachten. If you want to know the real secret, Wenn ihr das wirkliche Geheimnis wissen wollt, this is the secret. das ist jetzt das Geheimnis. Just go to Desire of Ages and read the book 5 times. Geht einfach zum Leben Jesu und lest es 5-mal durch. And then put an audio thing on and listen to it another 5 times. Und dann tut es audiomäßig auch nochmal 5-mal anhören. If you do it 10 times, Und wenn man es 10-mal dann getan hat, you'll have a perspective dann hat man eine Perspektive of the reform line of Christ that you didn't have before. über die Reformlinie von Christi, die man zuvor nicht hatte. And you end up seeing things in a different way. Man fängt an, Dinge in einer anderen Art und Weise zu betrachten. And if you do that with all of those 5 books, Und wenn man das alles mit den anderen 5 Büchern oder mit den ganzen 5 Büchern tut, that would be 50 times, dann wäre das 50 Mal. which would take you maybe 10 years, I don't know, a long time. Es würde dich eine lange Zeit gebrauchen, dies zu tun, vielleicht 10 But the Jahre. point is, Der Punkt ist, the more you do that, the more it changes you. je mehr man das tut, umso mehr verändert es ein. And our problem is we haven't read those stories enough times. Und das Problem ist, dass wir diese Geschichten nicht oft genug gelesen haben. So in my silly way, Also in meiner dummen Art und Weise the answers that you gave were correct. sind die Antworten, die du gegeben hast, He has korrekt. full power and authority here, Er hat volle Macht bereits schon hier and he has the same power and authority here. und er hat auch die gleiche Macht und Autorität hier. So one thing that I might look at differently Das, was ich vielleicht unterschiedlich betrachten is werde, that I'm not sure that he grows here. ist, dass er hier wächst. Da bin ich mir nicht sicher. He's fully prepared here. Er ist bereits schon hier voll vorbereitet Got everything. für alles.
he does go through an experience that changes him. Er geht durch eine Erfahrung hindurch, die ihn verändert. And what I remember in this story, Und was ich in dieser Geschichte mich daran erinnere, I don't know how tall Jesus was, ich weiß nicht, wie groß Jesus war, but if he was that big, aber wenn er so groß gewesen wäre, a small man, ein kleiner Mann, when he's here, wenn er hier ist, he grows in stature. dann tut er in der Statur wachsen. He actually grows. Er wächst eigentlich. Ellen White says that, Ellen White sagt es, not literally. nicht buchstäblich. She says he grows in stature. Er wuchs in der Statur. I don't know if you ever watched cartoons. I know we don't watch them. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Cartoons angeschaut habt. But it'd be like this little cat Es wäre diese kleine Katze, that you're chasing and he can't defend itself. der du nachgehst und sie kann sich nicht wehren. It'd stop, turn around and look at you, and it would grow. Und dann stoppt sie auf einmal, guckt dich an und pusht sich so auf. Yeah, exactly like that. And you'd be fearful of it and you would run. Und du hättest dann Angst und würdest wegrennen. That's what Jesus does here at the temple. Das ist, was Jesus hier in diesem Tempel He tut. doesn't just knock over some tables. Ja, er hat hier nicht einfach nur ein paar Tische When they see umgeschmissen. him, Wenn sie ihn sehen, if he was 6 foot here, wenn er I don't know how hier tall he was, 2 2 meters, Meter groß wäre, he grows to 3 or 4 meters. dann würde er hier 3 oder 4 Meter groß He sein. becomes huge and they're actually fearful of his presence. Er wird hier groß und sie haben Angst vor seiner Präsenz. And then all these thoughts come into their mind. Dann kommen diese ganzen Gedanken in ihren Verstand rein. Okay, so when he first begins to do his temple cleansing, Als er anfing, diesen Tempel zu reinigen, he looks like God. da sieht er wie Gott aus. He has a testimony here and here, Er hat ein Zeugnis hier und auch hier, but this testimony aber dieses Zeugnis hier is the living testimony. ist das lebendige Zeugnis. Everyone can see that, Jeder kann das sehen and not everyone can see it here. und nicht jeder kann es hier sehen. So if you're familiar with this story, Wenn man mit dieser Geschichte vertraut ist, I'm not changing anything, dann tue ich nichts verändern. I'm just moving it over. Ich bewege es nur hier drüber hin. So that's the first temple cleansing. Also das ist die erste Tempelreinigung. Now, we know Wir wissen, that's John chapter 2. das ist Johannes Kapitel I 2. think it begins in verse 17. Und ich glaube, es fängt in Vers 17 an. So before that, Also vor dem you have the wedding, hat man die Hochzeit and before the wedding, und vor der Hochzeit you have the 40 days hat man die 40 Tage of temptation. der Versuchung. So there's quite a few steps there in John chapter 1 and 2 if you read that. Also das sind gewisse Schritte hier, Kapitel 1 und 2, ihr könnt das lesen. So in this story, Also hier in dieser Geschichte, when you get to the temple, wenn man da bis zum Tempel hinkommt, his time da ist seine has Zeit, begun. hat angefangen. Because in chapter 2, verse 4, it says, My hour is not yet come, Denn in and by the temple it has come. Kapitel 2, Vers 4, da heißt es, meine Stunde ist noch nicht gekommen und dann bei der Tempelreinigung ist sie gekommen. Where would we mark that in our line? Wo markieren wir das denn auf unserer Formlinie? What waymark would we make? Normal welche Wegmarke? You mean in this scenario here now? 89, 2019. What would this one be? That would be 21. Penium. I hate doing this. Ich hasse das, So I have to do it this once. aber ich muss es nur einmal machen. Of the test. Weißt du das? First temple cleansing. Where would you make that? Okay, so we're all on the same page. 2021. 2021. Panium Panium and Raphia. und Raphia. Just want to make sure I get it correct. Ich wollte nur sicher gehen, dass das korrekt ist. So, 2021, 2021 this is when we're ready to do our work. ist dann, wo wir bereit sind, unsere Arbeit zu verrichten. The time is come. Die Zeit ist gekommen. So, as I said,
I don't know what the purpose of this story is, Wie ich gesagt habe, ich weiß nicht, was dieser Zweck dieser Geschichte ist, but what we do see aber was wir sehen können, is when Jesus does his miracle here, ist, dass wenn Jesus hier sein Wunder vollbringt, 2 things happen. passieren 2 Dinge. He says, Er sagt, my time is not yet come. meine Stunde ist jetzt noch nicht gekommen. This is the time. Und das hier ist diese Zeit. Do we agree with that? Können wir damit übereinstimmen? That's the time that he's saying. Das ist die Zeit, die 'Cause er now he says, my angibt. time is come, Er sagt, meine Zeit ist gekommen and I've grown, und ich bin gewachsen and now I'm glorious. und jetzt bin ich verherrlicht. And everyone is scared of him. Und jeder hat Angst vor ihm. Here, Hier he says, my time is not yet come, sagt er, meine Zeit ist jetzt noch nicht gekommen, but he does something. aber tut etwas. And he changed the water into wine. Und er tut das Wasser in Wein umwandeln. So, this story teaches us Diese Geschichte lehrt uns, that even though the time is not there, dass auch wenn die Zeit noch nicht da ist, first of all, Jesus knows the time is not there. da weiß Jesus erstmal, dass die Zeit noch nicht da ist. And secondly, Und zweiter Punkt ist, he's fully capable da ist er ihm ist es voll möglich, of doing miracles. völlig möglich, dass er Wunder tun kann. Even though the issues are not the same, Und auch the object is not the same, Auch wenn das Objekt nicht das gleiche ist, just a little while before, kurz zuvor, he was asked to do what? kurze Zeit zuvor, was sollte er tun? He's asked to do what now? Was soll er jetzt tun? Turn water into wine. Wasser in Wein zu verwandeln? His mother doesn't ask it that way. Und seine Mutter fragt ihn, What was he asked just a little bit before? kurz zuvor, was wurde er gefragt? Stone into bread? To make stones into bread. Steine in Brot zu verwandeln. Could he do that? Konnte er das tun? Was he able to do that? Hätte das tun können? Yes. Ja. So he's not growing in power. He has all the power. Also seine Macht tut hier nicht wachsen, er hat alle Macht. Right from, we'll mark it from 27. Hier, wir können es von 27 an markieren. He has the power before, but he doesn't exercise it. Er hat die Macht bereits schon, aber er tut sie nicht ausüben. Now he gets the same issue, Und jetzt hat er das gleiche Thema and he does exercise his power. und er tut seine Macht ausüben. But he adds the point Aber er addiert noch dahin zu diesem Punkt, that he will convert something, dass er etwas water to wine, hier Wasser in Wein verwandeln wird. before the time. Und zwar bevor die Zeit dafür war. So as I say, I don't know the exact purpose of the parable in that time period, Also ich weiß jetzt nicht den Zweck dieses Gleichnis zu dieser Zeit, but the application aber die Anwendung for our history für unsere Zeit is extremely significant, ist sehr wichtig. especially when you start checking what water turned into wine means. Und vor allem, wenn man darüber spricht, was dieses Wasser in Wein verwandeln ist. And when you contextualize it. Und wenn man es im Kontext betrachtet. So, as I say, I don't know the purpose of it here, but if you see how it's going to be applied in our history, I think it's of great significance. Also wie ich gesagt habe, im Kontext verstehe ich nicht ganz den Zweck dieses Gleichnis oder dieser Geschichte, aber die Anwendung ist sehr wichtig für uns heute. We're not at Cana yet, I don't think. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz an Kana an, When we get there, aber wenn wir da hinkommen, we'll be turning water into wine, werden wir Wasser in Wein verwandeln and we'll recognize und wir werden erkennen, that we're not at the time yet. dass wir jetzt noch nicht an der Zeit angekommen sind. And how do you know you're not at the time yet? Und woher wissen wir, dass wir noch nicht zur Zeit angekommen sind? Sister May? Schwester May? You're at Cana and you say, it's not time yet. Wenn man an Kanen teilnimmt und sagt, es ist noch nicht die Zeit. How do you know? Because in Canaan and in the Waymark we have the knowledge about the time. The next. Did everybody get that? Ja. Everybody understood that? Hat das jeder verstanden? Okay, so not everybody understood that. Also nicht jeder hat verstanden. Sister Aiden, did you understand what she said? Sister Catherine? No? Okay, did you understand what she said?
Oh, you couldn't hear it. Sister Kathy, did you understand? Repeat and enlarge. At the time of, She had the right answer. yes, at the time of Cana, Zur Zeit von Kanan he had pre-knowledge of when the time was. hatte er bereits Vorkenntnisse, wann die Zeit sich erfüllen würde. So when he was asked to do that miracle, Also als er dann gefragt he wurde, made the dieses, point it wasn't his time, but he did it anyway. als er gefragt wurde, dieses Wunder zu vollbringen, wusste er, es ist noch nicht seine Zeit, aber er hat es dann trotzdem getan. At Cana, Zu Kanan he knows weiß er bereits, the subject of time. dass dieses Zeitelement And what he's referring to und worauf er sich bezieht, is the temple cleansing here, ist die Tempelreinigung. which is what feast? Und welches Fest ist das? Sister? Passa, I'm not sure. Passover. Someone Passover. whispered it. Yep. So this is Passover. Das ist Passover. He knows the time Er kennt die Zeit, will be at Passover. wird zum Passa sein. Okay, so he knows the time. What else does he know? Er weiß die Zeiten, was weiß er noch? You have to always know two things. Man muss Brother immer Roland. zwei Sachen kennen. Brother Welche sind Roland? dies? Wer er ist Who he is und welche Botschaft er hat. and what message he has. He knows time Er weiß and die Zeit und don't help him. Miller says Miller sagt, in 46 years in 46 Jahre time, Zeit, Jesus is going to come Jesus kommt to zu earth. Yes. zur Erde. Geography. Geografie. So here Also hier he knows the time weiß er die Zeit and also he knows und was weiß er noch? Geografie. Geografie. The Geography. which is where. Welches wo ist? Oh, okay, in dem Tempel. The Temple. Yes. Ja. So he knows what this is exactly. He knows when it's going to happen and he knows where it's going to happen. Also er weiß ganz genau, wann es passiert und wo es passiert. And that's what happens at Cana. Und das ist, was an Kanaan So passiert. Cana is a significant waymark Also Kanaan ist eine wichtige in the Wegmarke history of Christ in der Geschichte von when you Christi, see what he's actually saying. wo man sieht, was er eigentlich sagt. So I don't know Also ich weiß es nicht, the time or the location die Zeit oder den Ort, because we're here somewhere. denn wir sind hier When irgendwo. we get to Cana, Und wenn wir zu Kanaan we kommen, know both things. da wissen wir beide Sachen. We know time and location, Wir wissen die Zeit und den Ort, or I call it geography. oder wir können es auch Geografie nennen. And on top of that, Und obendrauf, just because it's not our time, nur weil es einfach nicht unsere it Zeit doesn't ist, mean we don't have power, which we will, bedeutet es nicht, dass wir nicht Macht haben, welches wir haben werden. nor does it mean that we won't do anything. Bedeutet es aber auch nicht, also es bedeutet auch nicht, dass wir nichts tun werden. And we'll follow the customs of our times. Und wir tun die Traditionen unserer Zeit folgen, When we speak to our mother, wenn wir zu unserer Mutter sprechen. complete, utter respect. Kompletter Respekt. Let's pray. Lass uns beten. Our Heavenly Father, we thank you. Unser himmlischer Vater, wir danken dir. We want to ask and pray for a blessing Wir bitten dich für und beten für einen Segen, für dein Segen, upon our study and thoughts on Leviticus 26 über unser Studium, unsere Gedanken über 3. Buch Mose, Kapitel 26 and John chapter 2. und Johannes Kapitel 2. Please may these thoughts and ideas Bitte change us. mögen diese Gedanken und Ideen uns verändern. And Father, as we meditate upon these words, Ja, und wenn wir über diese Worte nachdenken, as we eat them, während wir sie essen, we also ask that you would bless the food that we're to eat. bitten wir auch, dass du das Essen segnest, was wir jetzt essen werden. And as that food nourishes our body, Und während dieses Essen unseren Körper nährt, may we have the consciousness that these words will nourish our spirit. mögen wir bewusst sein, dass auch diese Worte unseren Geist ernähren werden. In Jesus' name. In Jesu Namen.